Als nächstes habe ich für euch die Bavette vom US Beef. Das ist ein ganz besonderer Zuschnitt, den man lange Jahre hier in Deutschland überhaupt nicht kannte. Wir machen viel Gulasch, wir machen viel Wurst, da wurde es reingetan als Schmorfleisch, als gehacktes. Aber wir verbrauchen das als Steak. Und das geht bei der Bavette wunderbar. Es ist ein grobes Stück, es ist kein Vergleich mit einem Filet, aber dadurch sitzt im Bauchraum, hat dadurch viel zu tun. Der Muskel ist ein bisschen gröber und hat sehr viel Geschmack entwickelt. Und da habe ich mir ein schönes Rezept überlegt. Wir schneiden das gleich schön auf. Ich zeige euch, wie man da noch ein bisschen was von abschneiden muss. Wir füllen die Bavette mit einer Steinpilz-Bruschetta und Ciabatta und wickeln das mit Bacon. Den Rest erzähle ich euch gleich. Dann gibt es dazu schön Buchweizen, große Ochsenherztomaten, die grillen wir gleich im Backofen mit einer schönen Knoblauchöl, sodass wir ein bisschen Antipasti haben. Und gleich nur noch ein bisschen Salz drauf. Und schon sind sie bereit für den Ofen. So, die Bavette vom US Beef, das ist natürlich ein super Stück. Und wir haben hier den Vorteil, dass die US Beef Zuschnitte machen. Das heißt, auch für den kleinen Haushalt kann man sich sowas mal schön zurecht machen. Und da das so zart ist, kann man da auch ein Kurzbratstück von machen. Jetzt müssen wir dafür aber erstmal hier ein bisschen parieren. Ein bisschen Fettauflage, ein wenig Sehne. Es ist gar nicht viel, aber das muss eben runter. Wichtig ist immer das Messer ansetzen und die Klinge ein bisschen schräg nach oben machen, damit man nicht ins Fleisch schneidet, damit mehr von unserem schönen Fleisch übrig bleibt. Jetzt drehen wir den Spaß um. Da ist auch noch mal was. Hier kann man auch schon wieder sehr gut die Struktur erkennen, dass es ein gröberes Teilstück ist, dass also der Muskel ein bisschen was zu tun hatte, aber auch dadurch eben wieder die Geschmacksentwicklung stattfindet. Jetzt wollen wir das ja füllen, das heißt, wir brauchen ein bisschen mehr Oberfläche. Und dazu setzen wir hier an. Wir müssen das der Länge nach umklappen, damit wir nachher gegen die Faser schneiden können. Hand flach drauf halten, dass ihr merkt, wo die Klinge lang geht, damit ihr euch nicht schneidet und nicht zu schräg kommt, weil wir brauchen die gleiche Stärke auf der ganzen Linie. Man kann das dann auch Stück für Stück machen, wenn man den ersten Schnitt hatte. Jetzt können wir uns schon eine Füllung machen. Einen Ciabatta können wir dafür nehmen. Das schneiden wir einfach klein. Das wird gleich mit einer Steinpilzbruschetta vermischt. Das hält gleich die Füllung schön in unserer Bavette gefangen und schmeckt dazu noch gut. Das packen wir jetzt in eine Schale. So, dann habe ich hier diese Steinpilzbruschetta mit schön Öl. Das kommt hier jetzt schön rein. Ist richtig schön Pilze drin. Und jetzt wird das Ganze vermengt. Dann zieht der Öl in das Brot mit ein. Jetzt packen wir unsere Füllung hier schön drauf. Nicht zu wenig, aber wir lassen oben und unten etwas Platz frei zum Aufrollen. So, dann rollen wir das hier auf. Wir legen das schon mal vorsichtig hier oben hin. Ruhig ein bisschen andrücken, festziehen, dass das hier schön drin eingeschlossen wird. Und dann haben wir hier so eine schöne Rolle. Schön mit kleinen Steaks, wie man sieht. Und zwar sollen die nicht zu dünn geschnitten werden, denn das Fleisch ist so zart, das hat so eine schöne Marmorierung, das ist so schnell fertig. Machen wir das zu dünn, ist es auch gleich durch. Und wir wollen das ja ein bisschen locker, wir wollen es rosa, es soll schöne Farbe haben. Also machen wir uns 2 bis 3 Finger breit des Steaks hier raus. Jetzt kommt noch der nächste Clou. Wir machen da Bacon drumherum. Kann man auch schon mal schön sehen. Hier ist unsere Füllung. Jetzt wickeln wir hier den Bacon ein. Da binden wir gleich noch ein Band drum. Jetzt haben wir hier Band. Das nimmt man für Rouladen, für Braten. Wir nehmen das jetzt hier für unsere schönen Röllchen. Das machen wir ganz einfach. Drum binden und eine Schleife machen. Und einfach auch noch hübsch anzusehen, wenn es nachher auf die Platte kommt. Nochmal die runden Röllchen und die kommen gleich schön in die Pfanne. Buchweizen wird jetzt verfeinert mit Butter, etwas Majoran, dann kommt dann noch Muskat rein und dann kann der schon auf die Platte und wird noch mit Creme fraiche angerichtet. Wir machen jetzt schön im Kreis unsere Tomaten damit drauf. Man sieht, wie schön die weich geworden sind, schöne gegrillte Tomaten. Der Saft passt nachher schön zum Buchweizen und zu unseren Bavette-Röllchen. So.
Jetzt kommt unser gewürzter Buchweizen in die Mitte. Und zu jedem Buchweizen gehört immer ein Fresh. Und weil wir so viel Geschmack haben von unserer Bavette und unseren Tomaten, brauchen wir hier nicht mal was dran machen. Unsere Bavette-Röllchen sind bereit für die Pfanne. Ich habe nicht so viel Öl reingetan, denn wir legen sie zuerst auf die Bacon-Seite und lassen rundherum den Bacon brutzeln. Das gibt dann auch noch schön Geschmack. Wenn wir die rundherum angebraten haben, kommen die noch jeweils auf die Außenseiten. Dann röstet auch noch das äußere Füllung an und dann sind die aber auch schon fertig. Denn das ist so ein schönes, zartes Fleisch. Durch die Marmorierung wird jetzt das Fett warm und weich und behält dann schön die Konsistenz. Und dann haben wir nachher auch wieder so schöne Medium-Röllchen. Und jetzt haben wir hier schon ein bisschen angebratenen Speck. Erst wieder drehen, wenn sich es von alleine löst. Das ist immer ganz wichtig, sonst geht einem so viel Saft verloren. Angerichtet haben wir jetzt. Noch ein bisschen Kräuter drüber. Sehr schön passt hier jetzt zum Beispiel Rosmarin. Und dann könnt ihr schon schlemmen.